Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. Wir haben letztes Mal ein bisschen mit den Angestellten und Patienten unterhalten und jetzt reden wir mal mit dieser Frau hier. Good evening, miss. I'm Dr. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. Die sieht fix und fertig aus. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. Sie ist eine Vampirin, okay. Sie sind eine Vampirin. Sind Sie eine Patientin? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover, to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Ihre Feinde? Wir kümmern uns um sie. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Okay. Wir kümmern uns um sie. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Danke, Sterblicher. Ja, wenn sie wüsste, dass wir auch ein Vampir sind. Na. Du würdest uns in anderen Augen sehen. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Beschreiben Sie mir dieses Gefühl. Haben Sie je von Cotard-Syndrom gehört? Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Mhm. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Mhm. Wollen wir mal ihr persönlich? Kann man da was? Ja. Wer sind Sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Gut, dann werden wir erst noch mal... Was ist hier drin? $1250 EP. Gesund. Okay, hier geht's raus wieder. Okay. Da wollen wir aber nicht hin. Dann heißt es, wir gehen nach oben.
Da unten gibt es noch einen Unbekannten, okay. Jetzt aber nicht, jetzt sind wir oben. Not now. Nicht jetzt, okay. Please come back later. Dr. Reid. Ja, okay, habe ich gerade vorgelesen. Dr. Reid. Cool. Ja, aber schnell ist. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Hat aber sehr schnell das Schild gebaut. Gebastelt, der Typ. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung. Doch das Brook Hospital ist keineswegs das Ritz. Das Ritz? Keine Ahnung. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiter arbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich. Aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ist möglich, Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke. Hallo? Warum auch immer jetzt das aufgegangen ist. In Pembroke. Geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen. Edgar Griffin Swansea. PS. Ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Econ dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Heißt es nicht
Ach, egal. Gut. Wir können jetzt uns hinlegen und schlafen. Wir können hier basteln. Ich habe gerade Gehirn gelesen, statt... Okay. Hier können wir basteln. The flower is dying. It needs water. Sie braucht Wasser, okay. Kann ich... Ist unrealistisch. Als Vampir sieht man sich eigentlich nicht im Spiegel. Nein. Artikel über Econ, das könnt ihr euch wirklich selber mal durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn es zu schnell ging, könnt es pausieren. Aber nein, echt nicht. Okay. Wissenschaft. Medizintasche. Stufe 5. Wir sind Stufe 4. Großer Durst. Kapazität. Für 300. Da könnten wir uns eigentlich die zwei Dinge uns gönnen. Einmal das. Was ist das? Das ist Medizintasche und Munitionstasche. Du kannst je 3 Sera mit dir tragen. Das ist mit defensiv. Geringung. 2 Sekunden Kontrolle. $600. Der Vampir kontrolliert und unterbricht die Blutzirkulation der Beute, was sie wehrlos macht. Es ist einfacher, etwas zu töten, das sich nicht bewegen kann. Dafür brauchen wir 600. Und da? Absolvierte Treffer. Vampire, die sich davor fürchten, Schaden zu erleiden, sind mit der Fähigkeit Widerstandsfähigkeit vertraut. Diese Blutfähigkeit schützt den Vampir vor direkten Schaden. Leider hindert sich sie Vampire jedoch nicht daran, von Gegnern gegriffen zu werden. Du kannst mir wehtun, aber nur, wenn du mich auch erwischt. Oder erwischt. Ja. Taktisch, was haben wir da? Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Okay. Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um den Schatten zu verschwinden
und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst. Oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Ist logisch. Erhöht deine Blutaufnahme, wenn bis im Kampf verwendet wird. Gesundheit des Körpers und Stärke des Körpers. Schattennebel. Klauen. Reichweite nah. Das ist weit. Und das ist auch weit. Schattennebel. Gut, aber ich würde sagen, das bestätigen wir erstmal. Die folgende Nacht. Status des Bezirks gesund. Okay. Eine Säge? Abgenutzte Säge oder was war das schon da? Billiger Gin. So könnte ich jetzt mal zu Swansea. I'm busy right now. Bin gerade beschäftigt. Okay. Wo ist denn der? Wir gucken mal, wo der ist. Wo der Mann ist. Du musst ja... And what of my own life? Habe ihn ja schon gefunden. Damn. The pain. Da ist sogar noch einer. I Here again. wonder why the Goswicks came here in the first place. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Wie gefällt es Ihnen bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Was kann ich etwas tun? Wer behandelt Sie? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Haben Sie lange gedient? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much.
I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Über Miss Howcrofts Krankheit. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she... To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Sie lassen sich von ihr beißen. Sie ist physisch gestört. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. And it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Okay. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Here again. Und wer ist dieser Mann? Wer sind Sie? I have wasted. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Sie waren in Bischofs Versteck über Tom Watts, die Lage an den East End Docks. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Warum hat er sie entführt? Sie sind ein Held oder Narr. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reid. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Wer führt die Gang jetzt an? Hat die Gang sie bedroht? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Okay. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago.
Verzweiflung, Korruption? Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Okay. Und persönliche Fragen? Schon Freunde gefunden? Was machen Sie beruflich? Wie fühlen Sie sich? Ich glaube, er ist Priester. Beruflich. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Aha. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Sind Sie ein Priester? Das Kreuz gegen William eingesetzt? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Okay. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Damn. The pain. There again. Warte, wir haben... Da draußen ist jemand, was mit uns reden möchte. Aber wir können uns noch ein bisschen erstmal hier oben noch ein bisschen umschauen. Ach, es geht sogar noch eine Tasche höher. Gehen wir doch noch mal da. Wo aber denn hier? Ah ne, zweiter Flur. Kommen wir aber nicht rein. Was analysiere Williams Bischofs Blut am Arbeitstisch? Bei mir? Betritt den Garten im Hinterhof. Aber das will ich sagen. Wer ist da alles? Dr. Tiepitz, Dr. Strickland, Dr. Akroid. Ah, die sind alle da drinne. It's locked. Was, das Blut von ihnen untersuchen? Kann ich hier?
Keine Ahnung, aber ich würde sagen, das Untersuchen von seinem Blut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.